Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, das ist hier heute meine weiße Leinwand und ja, schauen wir mal. Ich will heute kreisende Bewegungen machen, also viele kreisende Bewegungen, egal mit was. Also auch hier das Mischen, das Raufschmeißen, das macht Spaß und das bringt mich jetzt schon auf, auf meine Experimentierreise. Wo ist mein Werkzeug? Ich habe eigentlich eine Rolle gesucht gerade, aber nicht gefunden. Deswegen, der Pinsel eignet sich ja jetzt auch nochmal viel, viel besser für meine Bewegungen. Ich nehme noch ein bisschen Schwarz dazu, kann hier auf der Fläche mischen. Ich mache auch gleich den Rand mit dazu. Ja, wenn du die Farbe noch auf dem Pinsel hast, ist es halt gut, wenn du sie gleich weiter verstreist. Also ich habe erstmal einen Plan, streiche einfach die Fläche ein, nicht schwer, und dann nimm deinen Kamm und ja, der Stielkamm musst du schon oft herhalten und ich denke mir jetzt hier einfach eine Landschaft, das entsteht einfach, also krickel hier so ein bisschen rum und dann kann ich dieses wunderbare Werkzeug auch umdrehen und wow, oder? Schöne, fantastische Linien. Ich zeige dir das gleich nochmal. Das sieht gut aus. Das könnte man auch so lassen. Es war schon ein toller Malspaß, aber ich will natürlich weitermachen. Gieße hier jetzt mal Wasser drauf. Schreib dir wieder alle Materialien unter das Video. Also einfach ein bisschen Wasser gießen. Zieh dir die Folie da drunter. Wow, das ist so schön. Oder? Ich meine, schau dir das an, das ist doch fantastisch. Ja, und jetzt natürlich noch mehr. Es soll hier laufen und fließen. Und jetzt natürlich Vorsicht hier vorne, da läuft es bestimmt gleich rüber. Also schau dir das an, wie schön die Farbe fließt. Das kann man natürlich ewig beobachten hier. Möchte ich natürlich weiter experimentieren. Die untere Farbe löst sich etwas. Die war schon etwas trocken, aber noch nicht ganz. Deswegen mache ich hier so langsame, leichte Bewegungen über die Fläche. An unserem Neujahrsbild habe ich hier noch restliche Farbe. Die kippe ich hier mal rauf. Die Farbe, dachte ich gerade, passt sehr schön dazu und die fließt natürlich anders wieder. Hier kann ich natürlich wieder nachhelfen und die Farbe wieder über die Fläche bewegen, in die andere Farbe hinein und da entsteht wieder Neues. Lass dich einfach davon inspirieren. Du hast ja ganz viel Zeit, also die Farbe ist so nass, du hast einfach Zeit und nutze die. Einfach eine wunderbare Möglichkeit abzutauchen. Jetzt ist mir auch gerade eingefallen, ich
nehme nochmal die andere Farbe vom anderen Bild. Wo ist sie? Da ist sie. Einfach die Reste wiederverwenden, egal ob die so flüssig sind oder nicht. Gib ein bisschen Wasser dazu, schmeiß sie darauf. Auch wieder Spaß zu beobachten, also was für eine Hügel-Berglandschaft das ist mit Seen und was auch immer du da drin entdeckst, also transparente Linien, Ausläufer, aber hier die transparente Farbe kann mir noch ein Problem machen, also Problem nicht, aber sie ist halt transparent wahrscheinlich. Ich nehme jetzt hier nochmal meinen Kamm und versuche hier nochmal in die flüssige Farbe ein paar Linien mit aufzunehmen, weiterzuführen. Ja, es läuft langsam, weil es eben darunter nicht nass ist. Also so kannst du auch unterschiedlich mit der Farbe arbeiten. Hier. Ui, geht natürlich viel schneller. Wow. Ich habe es etwas geföhnt, aber da lief mir die Farbe wieder runter. Also ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Pinsel nach, weil ich einfach noch Lust habe zu malen und ich möchte nicht einfach aufhören und warten, bis es trocken ist. Das kannst du natürlich machen oder aber einfach noch ein bisschen die Farbe wieder verteilen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich schaue hier noch mal gerne drauf und lasse es jetzt mal trocknen. Ich mache erstmal die Pinsel sauber. Mein Malplatz sauber gemacht. Pinsel sind sauber und ja, ich hatte viel Spaß. Es ist was bei rausgekommen, was ich nicht hätte planen können. An der Seite ist es ein bisschen runtergelaufen, aber es ging eigentlich. Es war nicht so viel Farbe. Und deswegen ist ganz gut, wenn du vorher den Rand auch machst. Das war so mein Plan, aber was dann letzten Endes dabei rauskommt, das kannst du nicht kalkulieren. Also lass dich einfach auf die Malerei ein, guck, was entsteht, lass es fließen,
einfach mal alles beiseite legen, Gedanken einfach mal abschalten. Ich gucke mir hier gerade so die Farben an und finde die Linien natürlich toll, die Ränder sind schön und die Farbe ist gut deckend jetzt und es wird wahrscheinlich so einfach auch auftrocknen. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, bitte, bitte liken, vielen, vielen Dank und danke auch für dein Abo. Bis zum nächsten Sonntag, tschüss! Das neue Jahr hat schon wieder angefangen und ich freue mich, dass wir das Alte mit rübernehmen. Ein Stück Gemeinsamkeit, dass wir uns hier treffen am Sonntagmorgen. Ich freue mich immer, wir inspirieren uns gegenseitig und es ist eine wunderbare, freundliche, wertschätzende, nette Gemeinschaft. Ihr seid alle kreativ und ja, geht gut miteinander um und das freut mich besonders. Also, herzlichen Dank dafür, dass wir das hier machen können. Da trägst du deinen Teil bei. Und deswegen nochmal mein Tipp jetzt auf Seite 16, schau da nochmal rein. Da findest du die Bildaufteilung in Bereiche und daran kannst du dich orientieren und alles andere lass fließen. Wenn der eine Step nicht hinhaut, nimm den anderen. Wenn das mit dem Kamm oder so nicht funktioniert, völlig egal, mach einfach weiter. Und probier aus, lass dich auf die Farbe ein und ja, mach. Also schön, dass du da bist. Danke für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich. Mach's gut. Tschüss.